Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Haul-Video hier auf meinem Kanal. Und zwar ist einiges zusammengekommen. Ich hatte es ja schon ein bisschen nebenbei angekündigt. Und zwar sind alles zusammen über 8500 Steine, Richtung 9000 Steine. Und da ist tatsächlich einiges zusammengekommen. Und ich möchte euch das gerne alles mal ein bisschen zeigen. Und vor allem darüber sprechen, was ich damit vorhabe. Anfangen würde ich sogar mit einer kleinen Fanpost. Und zwar, Moment, habe ich einen Brief bekommen vom dem kleinen Kanal Streets of Curious City. Und zwar schreibt er mir, wie ihr hier sehen könnt: Moin Daniel, endlich ist sie da, meine Sigfig, da ich Lab, kennt ihr vielleicht, Live-Action-Roleplay, gerne mag und du ja ein Mittelalterfest bei der alten Stadtmauer veranstaltest, kommt sie in einer mittelalterlichen Gewandung. Dazu hat die Figur einen Kampfstab. Und zusätzlich habe ich dir einen Straßenschild geschickt. Es würde mich sehr freuen, wenn es an deinem Gebäude einen Platz findet. Wohl dann, gehabt dich wohl, Streets of Curious City. PS, ich hoffe, dass ich irgendwann auch dich und deine Stadtwelt besuchen kann. Und dann schreibt er mir noch, dass ich das Ganze vorlesen darf. Und hier ist seine Sigfig. Ich habe sie jetzt noch nicht rausgenommen aus der Plastikfolie. Schaut gerne mal bei seinem Kanal vorbei. Wie gesagt, Streets of Curious City, schaut mal vorbei. Deine Figur wird sicherlich einen Weg ins Mittelalterfest finden. Mal schauen, wann wir endlich dazu kommen. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal schauen. Im Prinzip habe ich noch eine Fanpost. Einen Moment. Und zwar hat der liebe Zottel, beziehungsweise Zottel und Krienchen, ist ja ein Kanalmitglied bei mir. Ich zeige euch jetzt auch einfach mal kurz. Sowohl Zottel als auch Krienchen sind vor allem bei Twitch unterwegs. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und die beiden schreiben mir, ich halte es mal hier in die Kamera: Hallo Daniel, wir waren heute im Zentrum Oberhausen und haben dort einen der Pick a Brick Wall an dich gedacht. Erstmal vielen Dank dafür. Wir hoffen, du kannst alles gebrauchen für deine super schöne Stadt. Ist mega, was du bislang erschaffen hast. Vielen Dank. Die pinken Blümchen mussten mit, hat Krienchen darauf bestanden. Und auch die Tüte mit dem Essen. Vielleicht hast du Ideen, wie du das einbaust. Viele Grüße, Zottel und Krienchen. Vielen, vielen Dank. Hier auch noch hier mit dem schönen Artwork. Das da kennen vielleicht die einen oder anderen, ist eine Tüte Belego extra mit ganz viel Lebensmitteln. Kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Es sind hier so Details, die man immer brauchen kann. Und hier ist eine Tüte voll mit Steinen. Mal schauen, ob ihr da reinschauen könnt. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mich wirklich überrascht. Ich habe damit ja überhaupt nicht gerechnet gehabt. Und hier sind vor allem auch sehr viele Mauersteine, wie ihr sehen könnt, in zwei verschiedenen Farben. Dann hier diese Round Slopes, die kann man auch mal super gebrauchen, zum Beispiel eine Stadtmauer zum Bauen. Noch ein paar Tierteile, so ein paar Eisdinger, die kann ich auch sehr gut gebrauchen. Ich habe eh vor, langsam endlich mal einen Eisladen in den Bahnhof zu bauen. Und ganz viel anderer Kleinkram, Räder etc. Da sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Ist ja einiges, wie ihr hier sehen könnt. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank. Ich habe euch ja schon geschrieben gehabt. Aber wie gesagt, nochmal ins Video würde ich sagen, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und dann gehen wir zu den Bestellungen über, würde ich sagen. Da mache ich mal kurz, bewege ich mich mal kurz darüber, damit ich hinkomme. Aber was ich vorher noch sagen möchte, ist, dass endlich mein Tumblr da ist. Das ist der kleine Tumblr. Ist ja vor einiger Zeit erschienen, ich glaube Anfang Oktober, also 1. Oktober. Den habe ich ja interessanterweise bei einem lokalen Spielzeugladen gekauft. Die mussten mir den aber zuschicken, weil die hatten ihn zwar da im Lager, aber der war noch in irgendeiner Palette. Und ja, der ist jetzt endlich da. War eine lustige Geschichte, denn das Ganze wurde mir per Post zugeschickt, eigentlich kostenlos. Und es kam ewig nicht. Dann habe ich heute mal angerufen bei denen und nach langem Hin und Her und Raussuchen der Verfolgungsnummer, die ich persönlich nicht hatte, kam raus, dass das Paket seit ungefähr einer Woche bei einer Tankstelle 3-4 Häuser weiter liegt, wo eben der Shop dazu ist von diesem Paketdienst. Und der hat mir einfach überhaupt nichts in den Briefkasten gelegt und das Paket hätte eigentlich heute zurückgehen sollen. Und wir haben es dann noch geschafft, das zu verhindern und ich konnte es heute noch schnell abholen. Also das ist auch so eine schöne Geschichte zum Thema Paketdienst. Auf jeden Fall gucken wir jetzt erstmal in die erste Bestellung.
Die ganzen Steine sind zum einen, also alle aus allen Bestellungen, die ich jetzt zeigen, sind zum einen natürlich für die Brickworld, teilweise sind die aber auch für die geplanten Sachen für den Shop. Ich habe hier einmal Zweierteils, Light Bluish Grey, die brauche ich auch für die Dioramen. Hier nochmal ein Ground, ganz viel Kleinkram vor allem. Das ist, glaube ich, fast alles gedacht für die Dioramen, beziehungsweise auch ein bisschen für die Stadt. Die 1x2er Light Bluish Grey Teils sind ja tatsächlich relativ schwer zu kriegen, beziehungsweise relativ schwer zu kriegen zu einem guten Preis. Deshalb ist jetzt hier auch nicht relativ wenig drin und deshalb sage ich auch da auch noch relativ einfach, ja, keine Ahnung. Im nächsten Paket finden sich nochmal ein paar von diesen Headlight Bricks. Die brauche ich ja zum Beispiel für die Kopfsteinpflaster, aber auch irgendwie für die Dioramen. Und dann habe ich hier nochmal ein paar von denen, diesen in den dunkelgrünen Teil in Farben gekauft. Die sind ja teurer als die hellgrünen, aber ich will hier jetzt ein bisschen Farbe reinkriegen, einfach ein bisschen Abwechslung, damit es realistischer wirkt. Dann noch ein paar Cheese Slopes und relativ neu diese Elemente jetzt auch mal in Grau, einfach braun natürlich, einfach um auch mal ein bisschen was Verdorrtes darstellen zu können in der Stadt. Das waren 2 der kleinen Pakete. Und dann haben wir hier noch ein kleineres Paket. Ich schütte das Ganze mal aus. Hier haben wir noch mal ein paar Leaf-Elemente in in hellgrün. Dann welche von denen hier, die sind tatsächlich alle für den Shop. Und zwar braucht man die ja für die Bäume, die es ja auch dort zu kaufen geben wird. Ebenso wie die hier, die waren wirklich sehr, sehr günstig. Da habe ich jetzt auch, glaube ich, 130 Stück davon genommen. Die sind hauptsächlich entweder für Bäume bei mir für mich selber in die Stadt oder eben für die Sets, die es zu kaufen geben wird. Davon sind ja pro Baum 6 Stück im Einsatz und das wird für einige reichen. Der Preis war wirklich gut. Dann auch noch hier die etwas längeren. Die benutze ich ja vor allem im Bahnhof für die Geländer oben und ich habe gar keine mehr gehabt. Damit sollte ich zumindest vorne im Südflügel, müsste es sein, die Geländer fertig kriegen. Hoffe ich zumindest. Und dann noch ein bisschen Kleinkram, den ich irgendwie auch dort gefunden habe. Wie gesagt, auch mal wieder mehr von diesen Teils. Davon kann man natürlich nie genug haben. Und dann kommen wir jetzt zu den großen Paketen. Ich fange mal mit den kleinsten von den großen an. Hier. Das ist voll mit allen möglichen Sachen in vor allem Tannen. Und zwar sind die meisten davon, ich mache das jetzt mal auf, die ganzen Tannensachen sind alle für die Tropfsteinhöhle. Also ich habe jetzt ganz viele Sachen bestellt, die man irgendwie nutzen kann für die Tropfsteinhöhle. Da werden wir wahrscheinlich auch bald dran arbeiten. Alles Mögliche, was irgendwie... Das hier fand ich auch ganz praktisch. Damit kann man noch so ein bisschen konische Form nach unten haben. Aber ich habe auch noch die hier bestellt. Die fand ich auch ganz praktisch. Manche hatten ja auch vorgeschlagen, diese Elemente zu nehmen, diese Hörner. Die gibt es aber leider nur in Weiß. Aber ich glaube, Weiß und Tann zusammen können eine ganz gute Kombination geben für die Tropfsteinhöhle. Jetzt habe ich auch noch ein paar von diesen gekauft. Dann die hier noch, damit kann man vielleicht auch noch was Interessantes draus machen. Und grundsätzlich auch noch einiges an Slopes, einfach um das Innere der Tropfsteinhöhle besser gestalten zu können. Tatsächlich gibt es da gar nicht so viel. Ich habe jetzt auch noch hier ein paar Inverted Slopes, alles mögliche und dazu noch ein paar Slopes eben in den Grautönen, weil die kann ich immer gebrauchen. Und das ist, wie gesagt, hauptsächlich für die Tropfsteinhöhle. Da bin ich schon gespannt, wie das Ganze wird, weil, wie gesagt, viele von euch haben gesagt, dass Tropfsteinhöhlen ja eher so eine Tannenfarbe sind, was natürlich stimmt, denn das liegt ja daran, welche Art von Gestein das Ganze ist. Und da habe ich mir jetzt hier mal das hier gegönnt. Und dann kommen wir noch zu einem weiteren sehr, sehr vollen Paket. Hier seht ihr es. Hier noch ein bisschen was zu essen. Hier sind alle möglichen Sachen. Ich habe zum Beispiel jetzt diese Löwenfigur hier gekauft, denn wie ihr wahrscheinlich wisst, ist der Löwe das Wappentier von Old Brickgate, von Brickgate. Und ich dachte, so eine Figur in einem Löwenkostüm könnte ja eigentlich so ein bisschen Werbung machen im Bahnhof oder so für das Mittelalterfest zum Beispiel. Den Preis fand ich okay, ich glaube 5 Euro ist ganz okay. Ansonsten hier alles mögliche. Diese Elemente, wie auch diese Elemente, brauche ich ja für die Fenster am Wachturm, dem großen.
Und dann habe ich hier noch ein paar kleine Cheese Slopes, die sind auch für die Tropfsteinhülle natürlich. Und ganz, ganz wichtig, ihr habt es gleich schon bei Instagram gesehen, sonst ist hier eigentlich nur noch das hier drin. Das hier sind einmal 4er Modified Bricks, die ich jetzt zum Beispiel auch beim Turm benutze, und wer beim Livestream dabei war, weiß, oder auch im Video danach in der Zusammenfassung weiß, dass mir die langsam ausgegangen sind. Und das hier sind, ich habe sie nicht nachgezählt, 1000 Stück. Damit sollte ich ein bisschen vorankommen. Natürlich werden die natürlich wieder nicht reichen und irgendwann ausgehen. Aber ich dachte, der Preis war wirklich okay. 1000 Stück, damit sollte man ein bisschen vorankommen können. Und dann kommen wir noch zum letzten Paket. Das ist ebenfalls relativ voll. Ich zeige es euch mal in der Kamera. Die hier sind zum Beispiel auch nicht nur für die Tropfsteinhöhle, sondern auch für den Bahnhof. Da sind die auch verbaut. Dann hier ein paar Kameras, einige. Die sind für das Diorama hier für der Stadtmauer. Ansonsten habe ich hier noch diese Technik-Bricks. Ihr werdet wahrscheinlich wissen, wofür. Und zwar für die Öffnung vorne am Bahnhof, wo man reinschauen kann. Muss ich ja noch ein paar Überhänge bauen. Da hatte ich aber keine mehr. Ansonsten haben wir hier noch sehr viele weiße 2x2er Bricks. Dazu kommen noch ein paar Flat habe ich schon. Ein paar Shades. Sollten hier uns auch noch welche sein in 1x2. Die sind auch alle für den Innenausbau des Bahnhofs, ebenso wie natürlich diese Tüte. Ja, da fällt die Kamera jetzt runter. Moment, das ist natürlich so nicht geplant gewesen. Tut mir leid. Die hier vor allem sind auch natürlich für den Innenausbau des Bahnhofs, genauso wie die in der halben Breite. Und ich glaube, ja, dann sind hier noch ein paar Modified Tiles. Kennt ihr ja wahrscheinlich. Ist fürs Fliesenmuster im Bahnhof, um dort eben auch Figuren hinstellen zu können. Und ich glaube, das war es eigentlich schon, was hier drin ist. Ja, noch ein paar Tiles, aber die kaufe ich immer, wenn ich sie finde, weil wie gesagt, davon kann man nicht genug haben. Und dann würde ich sagen, das war doch ganz erfolgreich. Das sind fast, ja, es sind auf jeden Fall über 8500 Teile, fast 9000. Ich glaube, da kommen wir sowohl in der Stadt als natürlich auch mit den Sets voran. Was ich auch gemerkt habe ist, oder mitbekommen habe, ist, die Verpackungen, die ich habe drucken lassen für die Sets, sind fertig gedruckt. Die müssten jetzt unterwegs sein. Mit der Post hoffe ich schon. Ich habe auch die Rechnung endlich mal bekommen. Ja, dann würde ich sagen, das war das Haul-Video mit den fast 9000 Steinen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr weitere Haul-Videos haben wollt. Und ich denke, das nächste Video wird dann wieder ein Update-Video. Ich nehme an, aus der Tropfsteinhöhle. Und dann sehen wir uns hier wieder in der Brickworld. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die fast 6600 Abos. Und wie gesagt, bleibt gesund. Viel Spaß beim selber bauen. Und wir sehen uns das nächste Mal hier in der Brickworld. Und dann bleibt mir noch zu sagen, tschüss.